Zum Jahresabschluss nehmen wir bei Anlegen mit Weitblick das Anlagejahr 2025 unter die Lupe. Wie haben sich unsere Vermögensverwaltungsmandate geschlagen? Was hat die Märkte besonders bewegt? Und wie sind wir positioniert für das nächste Jahr? Diese Einschätzungen teilt uns heute unser Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Philipp, das Anlagejahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Was ist dein Fazit? Ja, das Fazit ist, trotz vielen Schwankungen, politischen, geopolitischen Unsicherheiten, beides ist ja eigentlich zusammengekommen, ist es am Ende durchaus ein gutes Anlagejahr gewesen. Das sieht man ganz gut auf dieser Grafik. Da sehen wir unsere Vermögensverwaltung in Fokusausprägung Schweiz und ausgewogen. Und ja, wir haben über 10% Rendite Ende Jahr rausgeholt. Und das ist insbesondere mehr als Peers, die wir uns vergleichen, wo knapp unter 6% sind gelandet. Also Fazit, viele Schwankungen, geopolitische Unsicherheiten, auch politische Unsicherheiten, aber am Ende ein gutes Anlagejahr. Das ist sehr erfreulich. Was hat denn die Märkte besonders bewegt? Ja, Danilo, lass uns doch mal schnell einen wirtschaftlichen Rückblick machen in Kürze. Also Anfang Jahr war sicher prägend der Amtsantritt von Donald Trump. Man sieht hier gut auf der Grafik, das hat die Märkte durchaus gefreut. Also, es ist gestiegen. Einen kleinen sozusagen Schluckauf hat es gegeben durch das neue Modell DeepSeek, das China entwickelt hat. Hat vor allem Tech-Aktien ein bisschen durcheinander gebracht, aber auch das war schnell wieder aufgeholt. Und dann ist im April der Liberation Day gekommen. Wir erinnern uns gut an die blaue Tafel mit verschiedenen Zahlen drauf, ein bisschen wie am ESC, nur dass man nicht Punkte verteilt hat, sondern Zölle. Und das hat wirklich ein Erdbeben ausgelöst. Alles, was man gewonnen hat seit Anfang Jahr, ist verloren gegangen und noch viel mehr. Also ein regelrechtes Börsen-Erdbeben ist passiert. Immerhin nach ein paar Monaten hat man dieses auch wieder aufgeholt. Für die Schweiz prägend ist sicher auch die Zinssenkung oder die weiteren Zinssenkungen von der SNB. Und wir sind bei 0% angelangt, also wieder ein No-Zinsniveau erreicht in der Schweiz. Dann der Zollhammer für die Schweiz. 39% Zoll, also es ist noch schlimmer gekommen als angekündigt am Liberation Day. Und für die Welt sicher prägend, dass die Amerikaner angefangen haben, die Notenbank Zinsen zu senken. Das hat der Wirtschaft geholfen, die Wirtschaft gestützt. Und also darum summa summarum ein gutes Anlagejahr mit vielen Schwankungen, aber ein gutes. Danke für den spannenden Rückblick. Werfen wir noch einen Blick auf die wichtigsten Anlageklassen. Wie haben sich die in diesem Anlagejahr entwickelt? Auf dieser Grafik sieht man die verschiedenen Anlageklassen. Gelb ist in Lokalwährung und blau in Schweizer Franken. Und wenn man anschaut, der absolute Gewinner dieses Jahr war Gold mit fast unglaubliche 60% Rendite, gefolgt von Schwellenländern, Aktien Japan und auch Europa, die eigentlich erstaunlich gut ist gelaufen. Auf diesem Ende von der Skala war die Obligationen Schweiz, die praktisch eine Nullrendite, wir haben auch ein Nullzinsniveau erreicht hat. Und ja, das sind sozusagen die Highlights und die Lowlights von diesem Jahr gewesen. Du hast gesagt, in Lokalwährung ist die Entwicklung positiv verlaufen. Was bedeutet das denn für Schweizer Anlegerinnen und Anleger? Ja, für Schweizer Anlegerinnen und Anleger sieht es ein bisschen anders aus. In Schweizer Franken, also Gold ist immer noch der Gewinner, aber hat nur noch 45% Rendite. Aber anders sieht es zum Beispiel aus bei Obligationen Welt, die hauptsächlich in US-Dollar sind. Also die haben sogar eine negative Rendite gehabt. Oder auch Aktien USA, die in Lokalwährung Dollar eigentlich noch ganz passabel oder gut rendiert haben. Aber in Schweizer Franken ist von dem nicht viel übrig geblieben. Weil der Dollar hat in diesem Jahr über 10% eingebüßt. Das war auch ein Erfolg von den politischen Entscheidungen. Und ja, Schweizer Franken denkend hat das auch geholfen, darum auch unseren Vermögensverwaltungsmandat. Wir haben ein höchstes Gewicht in Gold und sogar ein Übergewicht gehabt und auf dieser Seite ein Untergewicht in US-Aktien. US-Aktien, die eben nicht so gut sind gelaufen und darum auch die gute Rendite gegenüber unseren Peers. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Wie sind wir positioniert für das nächste Jahr? Ja, wir haben keine Umschichtung vorgenommen im Dezember. Wir glauben immer noch, dass wir gut ausgerichtet sind. Also wir sind bereit für 2026. Wir sind weiterhin in einem Ungewicht in den USA, das weil die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft. Das Wirtschaftswachstum hat abgenommen. Auch die Arbeitsmarktdaten sind nicht mehr so gut. Andererseits sind wir auch noch
negativ eingestellt für den Dollar. Wir glauben, der wird sich weiter abschwächen. Das hilft auf der anderen Seite Schwellenländern, darum dort das Übergewicht. Auch Tech-Aktien glauben wir relativ hoch bewertet, darum eher ein Übergewicht in Substanzwerten. Und um das Ganze abrunden und noch in Sicherheit hineinbringen, sind wir weiterhin in Gold übergewichtet und auch in Immobilien Schweiz, die durchaus immer noch ein bisschen Renditen abwirft im Gegensatz zu den Obligationen Schweiz. Also wir sind gut aufgestellt und parat. Vielen Dank, Philipp, für deine Einschätzung und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für das Interesse. An dieser Stelle wünschen wir euch ganz schöne Festtage und wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn es wieder heisst «Anlegen mit Weitblick».